Hallo an alle, willkommen zu meinem persönlichen Tagebuch. Ich heiße Hanna, ich lebe seit 8 Monaten in Deutschland, ich habe einen Deutschkurs gemacht, ich habe das Zertifikat B1. Auf dem Papier bin ich gut, aber in der Realität bin ich stumm. Gestern ist etwas Schlimmes passiert. Es war eigentlich eine kleine Situation, aber für mich war es eine Katastrophe. Thomas, ich schäme mich so sehr. Hallo Hanna und hallo liebe Zuhörer, hier ist Thomas. Hanna, atme erst einmal tief durch. Einatmen und ausatmen. Du musst dich nicht schämen, wir sind hier, um das Problem zu analysieren. Erzähl mir ganz ruhig, was ist passiert? Wo warst du? Ich war in der Bäckerei, die Bäckerei an der Ecke, es roch wunderbar nach frischem Brot und Kaffee. Ich hatte Hunger, ich wollte ein Brötchen kaufen, aber nicht irgendein Brötchen. Ich wollte dieses spezielle Brötchen mit den Kürbiskernen, Kürbiskernbrötchen. Ein langes, schwieriges Wort. Okay, ein Kürbiskernbrötchen. Das ist ein Klassiker. Und was war das Problem? Hast du das Wort vergessen? Nein, ich kannte das Wort. Das Problem war der Artikel. Der, die oder das. Ich stand in der Schlange. Vor mir waren 3 Leute. Ich hatte Zeit zum Nachdenken. Ich dachte, heißt es das Brötchen oder der Brötchen? Oder vielleicht die Brötchen, weil es Plural sein könnte. Mein Kopf war wie ein Computer, der abgestürzt ist. Ich ging alle Regeln durch. Wörter auf chen sind immer neutral, also das. Aber Kürbis ist der. Was gewinnt? Ah, ich verstehe. Die Analyseparalyse. Du hast so viel nachgedacht, dass du blockiert warst. Und was hast du gemacht, als du an der Reihe warst? Die Verkäuferin schaute mich an. Sie sagte laut, bitte schön, die junge Dame. Alle Leute hinter mir warteten. Ich spürte ihre Blicke. Ich bekam Panik. Ich dachte, wenn ich jetzt den falschen Artikel sage, denken alle, ich bin dumm. Ich lebe hier seit 8 Monaten und kann nicht einmal ein Brötchen bestellen. Also habe ich nicht gesprochen. Ich habe auf das Brötchen gezeigt und gesagt, 2-mal das da, bitte. Das da, wie ein kleines Kind. Ich habe mich so klein gefühlt. Hanna, das ist ein klassisches Beispiel für den Perfektionismus-Teufelskreis. Du hast so hohe Ansprüche an dich selbst, dass du lieber gar nichts sagst, als einen Fehler zu machen. Aber lass uns das analysieren. Warum ist der Artikel so wichtig für dich? Glaubst du, die Verkäuferin gibt dir kein Brot, wenn du der Brötchen sagst? Nein, natürlich gibt sie mir das Brot. Aber sie wird ihr Gesicht verziehen. Sie wird denken, oh Gott, ihr Deutsch ist schrecklich. Und vielleicht korrigiert sie mich. Das heißt das Brötchen. Ich habe Angst vor dieser Korrektur. Es fühlt sich an wie eine Ohrfeige. Es fühlt sich an wie eine Note 6 in der Schule. Das ist der Punkt. Du interpretierst die Korrektur als Strafe. Aber in Deutschland ist das anders. Wir müssen über die deutsche Mentalität sprechen, über Ordnung. Deutsche lieben Ordnung, auch in der Sprache. Wenn jemand dich korrigiert, will er dich nicht verletzen. Er will die Ordnung wiederherstellen. Es ist fast ein Reflex. Es ist Hilfe, keine Aggression. Aber für dich fühlt es sich persönlich an. Ja, es fühlt sich sehr persönlich an. Ich denke dann, ich bin nicht gut genug. Ich werde nie dazugehören. Es ist dieser Grammatikpolizist in meinem Kopf. Er sitzt da und überwacht jedes Wort. Bevor ich den Mund aufmache, prüft er den Satz. Subjekt, Prädikat, Objekt, Adjektivendung. Und wenn er einen Fehler findet, sagt er, Stopp, halt den Mund. Und dann schweige ich. Dieser Polizist ist dein Feind. Wir müssen ihn in Rente schicken. Schau mal, Hanna. Sprache ist ein Werkzeug, wie ein Hammer.
Wenn du einen Nagel in die Wand schlagen willst, ist es egal, ob der Hammer rot oder blau ist. Hauptsache, der Nagel ist in der Wand. Dein Ziel in der Bäckerei war Brot bekommen. Hast du das Brot bekommen? Ja, ich hab's bekommen. Aber ich hab mich schlecht gefühlt. Genau. Das Ergebnis war gut, aber der Weg war schmerzhaft. Scham. Wir müssen den Weg ändern. Wir brauchen eine Strategie für Situationen, in denen du den Artikel nicht weißt. Eine Strategie, die besser ist als das da. Eine Strategie, die dich stark macht, auch mit Fehlern. Bist du bereit, das zu lernen? Ja, bitte. Ich will keine Angst mehr vor Brötchen haben. Ich will in die Bäckerei gehen und mich wie eine erwachsene Frau fühlen. Was kann ich tun? Gut, wir entwickeln jetzt einen Plan. Wir nennen das die Tarzan-Strategie. Kennst du Tarzan? Er spricht nicht perfekt. Er sagt, ich Tarzan, du Jane. Aber jeder versteht ihn. Warum? Weil er die wichtigsten Wörter benutzt. Im Deutschen ist der Artikel, der, die, das oft nur Dekoration. Die Information steckt im Nomen selbst. Brötchen ist das wichtige Wort. Das ist unwichtig für das Verständnis. Aber es klingt so falsch ohne Artikel. Ich möchte Brötchen. Das klingt kaputt. Es ist besser als Schweigen. Aber ich habe einen Trick für dich. Den Nuscheltrick. Wenn du nicht weißt, ob es dem oder den oder der ist, dann machst du den Artikel undeutlich. Du sagst, ich hätte gern Brötchen. Ein kurzes D mit einem unklaren Vokal. Deutsche Gehirne ergänzen automatisch den richtigen Artikel. Wir hören, was wir hören wollen. Das ist ein psychologischer Trick. Das ist schlau, ein bisschen mogeln. Aber was ist mit den Fällen? Akkusativ, Dativ, ich gebe dem Mann den Ball oder den Mann den Ball. Ich verwechsle das immer. Das macht mich wahnsinnig. Vergiss die Fälle für einen Moment. Konzentriere dich auf das Verb. Das Verb ist der König im deutschen Satz. Das Verb steht an Position 2 oder am Ende. Wenn das Verb stimmt, hast du 80% gewonnen. Geben. Ich gebe. Das ist die Basis. Wenn du dann sagst, ich gebe der Mann die Ball, ist das grammatikalisch falsch. Aber verstehe ich dich? Ja. Zu 100%. Es gibt kein Missverständnis. Du hast recht. Du verstehst es? Aber ich will ja nicht mein ganzes Leben lang falsch sprechen. Ich will mich verbessern. Natürlich. Aber Verbesserung kommt durch Praxis, nicht durch Schweigen. Du lernst nur, wenn du sprichst. Wenn du sprichst und einen Fehler machst und jemand korrigiert dich, dann ist das kein Angriff. Das ist ein kostenloses Geschenk. Ein Deutscher schenkt dir die richtige Form. Du musst deine Einstellung ändern. Sieh es nicht als Kritik. Sieh es als Dateninput. Dein Gehirn braucht diese Daten. Dateninput. Okay, das klingt sehr deutsch, sehr sachlich. Ich versuche, meine Emotionen auszuschalten. Aber Thomas, es gibt Situationen, die schwieriger sind als die Bäckerei. Zum Beispiel die Post oder Ämter. Da ist die Sprache so kompliziert. Da habe ich wirklich Angst. Die Post ist das Endgegner-Level. Bürokratie, Formulare, lange Schlangen mit genervten Menschen. Das ist Stress pur. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Vorbereitung ist alles. Wenn du zur Post gehst, was genau machst du vorher? Ich nehme mein Paket, ich gehe hin und ich hoffe, dass der Mitarbeiter nett ist und dass er Englisch spricht. Fehler. Hoffen ist keine Strategie. Und auf Englisch zu hoffen, ist Kapitulation. Du musst dich vorbereiten, wie für eine Prüfung. Schreib dir die Sätze auf. Zu Hause. In Ruhe. Ich möchte dieses Paket nach Spanien schicken. Muss ich ein Zollformular ausfüllen?
Wie lange dauert der Standardversand? Schreib es auf einen Zettel. Und wenn du nervös bist, liest du ab. Darf ich ablesen? Ist das nicht peinlich? Nein, das zeigt Respekt. Das zeigt, dass du dich bemühst. Der Postbeamte sieht, aha, sie hat sich vorbereitet. Sie will unsere Zeit nicht verschwenden. Deutsche lieben Effizienz. Ein Zettel ist effizient. Niemand wird lachen. Sie werden geduldig warten, weil sie sehen, dass du einen Plan hast. Einen Plan haben. Das gibt mir Sicherheit. Ich glaube, ich muss mein Paket nicht mehr verstecken. Ich habe ein Paket für meine Mutter in der Ukraine. Es liegt seit 2 Wochen hier, weil ich Angst vor der Post habe. Ich werde mir heute Abend die Sätze aufschreiben. Und morgen gehe ich hin. Das ist ein Wort. Du schreibst das Skript für dein Leben. Und wenn der Beamte dann fragt, wollen Sie es per Einschreiben schicken und du verstehst das Wort Einschreiben nicht, was machst du dann? Rennt du weg? Früher wäre ich weggerannt. Oder ich hätte einfach Ja gesagt, ohne zu verstehen, was es kostet. Aber jetzt, ich weiß nicht, was soll ich tun? Du fragst nach, aber nicht mit Hä. Du sagst, Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Was bedeutet einschreiben? Das ist der Schlüsselsatz. Ich lerne noch Deutsch. Damit nimmst du den Druck weg. Du gibst zu, dass du kein Muttersprachler bist, und plötzlich sind die Erwartungen niedriger. Der Beamte wird es dir erklären, wahrscheinlich in einfachen Worten. Probier es aus. Ich habe es getan, Thomas. Ich war bei der Post. Ich hatte meinen Zettel. Meine Hände haben gezittert, aber ich habe abgelesen, ich möchte dieses Paket versichert verschicken. Der Mann war sehr ernst. Er hat nicht gelächelt, aber er hat mich verstanden. Er hat mir das Formular gegeben und gezeigt, wo ich unterschreiben muss. Ich habe mich gefühlt wie nach einem Marathon. Fantastisch, Hannah. Siehst du? Die Angst war größer als die Realität. Der Mann war ernst, weil er arbeitete. Das ist deutsche Freundlichkeit. Sie ist nicht immer ein Lächeln, sondern korrekte Arbeit. Aber jetzt müssen wir über die nächste Hürde sprechen. Die soziale Interaktion. Das Gespräch ohne Skript. Hast du Kontakt zu Deutschen? Wenig. Ich habe Angst vor meinen Nachbarn. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Da ist eine ältere Frau, Frau Müller. Sie steht oft im Treppenhaus. Gestern kam ich nach Hause und sie sprach mich an. Sie sprach sehr schnell und in einem Dialekt. Ich habe nur Mülltonne und draußen verstanden. Ich wusste nicht, was sie will. Schimpft sie mit mir? Erzählt sie einen Witz? Oh, das Treppenhaus. Der Ort der Wahrheit. Wahrscheinlich ging es um die Hausordnung oder die Mülltrennung. Deutsche lieben Mülltrennung. Und was hast du gemacht? Hast du genickt und gelächelt? Ja, das mache ich immer. Das Angstlächeln. Ich sage ja, ja, genau. Und dann renne ich schnell in meine Wohnung und schließe die Tür ab. Ich fühle mich wie eine Betrügerin. Frau Müller denkt jetzt, ich habe sie verstanden, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat sie gesagt, dass das Haus brennt. Das Ja-Sagen ist gefährlich. Es führt zu Missverständnissen und es isoliert dich. Du musst lernen, den Stopp-Knopf zu drücken. Wenn du etwas nicht verstehst, musst du das Gespräch sofort anhalten. Das ist nicht unhöflich. Es ist notwendig. Du kannst sagen, Entschuldigung, Frau Müller, können Sie das bitte langsamer wiederholen? Oder können Sie das bitte auf Hochdeutsch sagen? Viele Deutsche merken gar nicht, dass sie Dialekt sprechen. Aber denkt sie dann nicht, dass ich dumm bin? Dass ich nach 8 Monaten immer noch nichts verstehe? Nein.
Sie denkt, sie interessiert sich für das, was ich sage. Sie will es wirklich verstehen. Das ist ein Kompliment für sie. Wenn du nur nickst und wegrennst, denkt sie, diese arrogante Nachbarin will nicht mit mir reden. Das ist viel schlimmer. Schweigen wird oft als Arroganz interpretiert. Nachfragen wird als Interesse interpretiert. Übrigens, wahrscheinlich ging es um die Kehrwoche oder darum, wann die Mülltonnen rausgestellt werden müssen. Das ist ein klassisches deutsches Nachbarschaftsthema. Das nächste Mal, wenn du sie siehst, bleib stehen, atme und sag, Frau Müller, ich habe gestern nicht alles verstanden. Ging es um den Müll? Du wirst sehen, sie wird sich freuen. Okay, ich werde es versuchen. Aber Smalltalk ist so schwer. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Über das Wetter? Das ist so langweilig. Das Wetter ist der sichere Hafen. In Deutschland ist das Wetter immer ein Thema, weil es sich ständig ändert. Es ist heute wieder kalt, oder? Hoffentlich regnet es morgen nicht. Das reicht schon. Du musst keine philosophischen Debatten führen. Dein Ziel ist nicht, den Nobelpreis für Literatur zu gewinnen. Dein Ziel ist, Kontakt herzustellen. Ein Satz reicht. Schönen Tag noch. Schönes Wochenende. Damit zeigst du, ich bin hier, ich bin freundlich, ich gehöre dazu. Ich gehöre dazu, das ist mein Traum. Ich will nicht immer die Ausländerin sein. Ich will Hannah sein, die Nachbarin. Aber Thomas, manchmal habe ich das Gefühl, meine Persönlichkeit ändert sich, wenn ich Deutsch spreche. In meiner Muttersprache bin ich lustig, schlagfertig, intelligent. Auf Deutsch bin ich ernst, langsam und ein bisschen langweilig. Ich vermisse mein altes Ich. Das ist völlig normal, Hannah. Das nennt man Sprach-Ich. Deine deutsche Persönlichkeit ist noch ein Kind. Sie wächst noch. Aber sie hat auch Vorteile. Vielleicht bist du auf Deutsch direkter oder höflicher oder überlegter. Akzeptiere dein neues Ich. Es ist nicht schlechter, es ist nur anders. Und mit der Zeit werden die beiden Persönlichkeiten verschmelzen. Aber dafür musst du den Mut haben, Fehler zu machen. Auch lustige Fehler. Lustige Fehler. Davon habe ich viele gemacht. Einmal wollte ich sagen, mir ist warm, aber ich habe gesagt, ich bin warm. Und alle haben gelacht. Später habe ich gelernt, dass ich bin warm bedeuten kann, dass man schwul ist in manchen Regionen, oder es klang einfach falsch. Ich war rot wie eine Tomate. Ich wollte im Boden versinken. Haha, ja, der Klassiker. Mir ist warm versus ich bin warm. Oder mir ist langweilig versus ich bin langweilig. Das passiert jedem. Aber Hannah, sag mal ehrlich, haben sie böse gelacht? Oder haben sie mit dir gelacht? Sie haben gelacht und gesagt, nein, nein, das sagt man so nicht. Sie fanden es niedlich, glaube ich. Aber ich fand es nicht niedlich. Ich will nicht niedlich sein. Ich will kompetent sein. Ich arbeite in einem Büro. Ich muss E-Mails schreiben. Ich habe Angst, dass meine Kollegen mich nicht respektieren, wenn ich mir und mich verwechsle. Respekt kommt durch Leistung und Charakter, nicht durch perfekte Grammatik. Deine Kollegen wissen, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Sie erwarten keine Perfektion. Sie erwarten Authentizität. Wenn du einen Fehler machst und selbst darüber lachen kannst, zeigst du Stärke. Du zeigst, ich nehme mich nicht zu ernst. Ich bin entspannt. Das macht dich sympathisch. Perfektionismus schafft Distanz. Fehler schaffen Nähe. Fehler schaffen Nähe? Das ist eine interessante Perspektive. Also wenn ich perfekt spreche, bin ich wie ein Roboter? Ein bisschen schon. Denk an deine Kollegen. Wen magst du lieber? Den, der immer alles richtig macht und nie lächelt?
oder den, der mal stolpert, lacht und weitermacht. Wir mögen Menschen mit Ecken und Kanten. Dein Akzent ist so eine Kante. Deine kleinen Grammatikfehler sind charmant. Sie erzählen deine Geschichte. Die Geschichte von jemandem, der mutig genug war, in ein neues Land zu ziehen. Mutig. Ich fühle mich selten mutig. Meistens fühle ich mich ängstlich. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich isoliere mich selbst durch meinen Perfektionismus. Ich habe eine Kollegin, Julia. Sie ist nett. Sie hat mich gefragt, ob wir zusammen Mittagessen gehen. Ich habe Nein gesagt, weil ich Angst hatte, dass ich beim Essen nicht gut genug sprechen kann. Dass mir die Wörter fehlen. Oh Hannah, das ist traurig. Du hast eine Chance auf Freundschaft abgelehnt wegen der Grammatikpolizei. Das darfst du nicht tun. Das Leben findet jetzt statt, nicht erst, wenn du C1-Niveau hast. C1 kommt vielleicht nie oder erst in 10 Jahren. Willst du 10 Jahre lang nicht zu Mittag essen? Nein, das will ich nicht. Das ist einsam. Du hast recht. Ich muss springen. Ich muss Julia fragen, ob das Angebot noch steht. Aber was, wenn wir da sitzen und schweigen? Das peinliche Schweigen. Dann brichst du das Schweigen mit Ehrlichkeit. Sag zu Julia, weißt du, ich bin manchmal nervös, Deutsch zu sprechen. Mir fehlen die Wörter. Ich garantiere dir, Julia wird sagen, ach, mach dir keine Sorgen, dein Deutsch ist super. Und dann wird sie dir helfen. Sie wird langsamer sprechen. Sie wird dir Wörter schenken. Deutsche sind oft sehr hilfsbereit, wenn man sich öffnet. Wir sind nicht so kalt, wie wir scheinen. Ehrlichkeit als Schlüssel. Okay, ich werde Julia morgen fragen, hast du Lust auf einen Kaffee? Und wenn ich der Kaffee oder die Kaffee sage, ist es egal. Hauptsache, wir trinken Kaffee. Genau, der Kaffee, die Kaffee. Am Ende ist es schwarzes Wasser mit Koffein. Das Erlebnis zählt. Du bist bereit für den Durchbruch, Hannah. Du hast verstanden, dass die Grammatik nur ein Werkzeug ist, kein Gott. Du musst aufhören, die Sprache anzubeten und anfangen, sie zu benutzen, wie einen alten, bequemen Schuh. Er muss nicht glänzen, er muss passen. Ich mag das Bild. Ein alter Schuh. Ich werde meine Sprache benutzen. Ich werde Fehler machen. Ich werde mir und mich verwechseln. Und ich werde überleben. Thomas, ich fühle mich leichter. Der Polizist in meinem Kopf ist leiser geworden. Er schläft vielleicht. Lass ihn schlafen. Und wenn er aufwacht, sag ihm, Ruhe bitte, ich unterhalte mich gerade. Du bist auf einem guten Weg. Es ist Freitag. Ich sitze hier und schaue zurück auf diese Woche. Es war eine Woche der kleinen Siege. Ich habe das Brötchen bestellt, ohne zu zeigen. Ich habe gesagt, ich hätte gern ein Kürbiskernbrötchen. Ich habe vielleicht ein bisschen genuschelt beim Artikel, aber ich hab's gesagt. Und die Verkäuferin? Sie hat einfach genickt und mir das Brötchen gegeben. Kein böser Blick. Keine Korrektur. Es war normal. Normalität ist der größte Erfolg. Das bedeutet, du hast funktioniert, du hast teilgenommen. Und was ist mit Julia und dem Kaffee? Ja, ich habe sie gefragt. Wir waren heute Mittag in der Kantine. Ich war super nervös, meine Hände waren kalt, aber ich hab's getan. Ich habe ihr gesagt, mein Deutsch ist nicht perfekt, bitte hab Geduld. Und sie hat gelächelt und gesagt, Hannah, du sprichst gut. Und wenn du ein Wort nicht weißt, sag es auf Englisch, ich verstehe das. Es war so erleichternd. Wir haben eine Stunde geredet, über Arbeit, über Urlaub, über das Essen. Ich habe Fehler gemacht, viele Fehler, aber wir haben kommuniziert. Das ist der Durchbruch. Du hast die Verbindung hergestellt. Du bist aus deinem Schneckenhaus gekommen. Und wie fühlst du dich jetzt?
Fühlst du dich immer noch wie eine Betrügerin? Wie eine Imposterin? Nein, nicht mehr so stark. Ich fühle mich wie eine Lernende. Und das ist okay. Ich bin kein Muttersprachler und ich werde es nie sein. Aber ich bin eine Bewohnerin dieses Landes. Ich zahle Steuern, ich arbeite, ich kaufe Brot. Ich habe das Recht, hier zu sein und zu sprechen, auch mit Fehlern. Meine Stimme ist wichtig, auch wenn die Grammatik krumm ist. Das ist eine sehr starke Erkenntnis. Meine Stimme ist wichtig. Das solltest du dir jeden Morgen sagen. Die deutsche Sprache ist schwer. Das wissen wir Deutschen auch. Mark Twain hat gesagt, das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Aber du tust es trotzdem. Das verdient Respekt. Und vergiss nicht, die meisten Deutschen finden einen leichten Akzent charmant. Er macht dich interessant. Danke, Thomas, das hilft mir sehr. Ich werde weiter üben. Ich werde die Tarzan-Strategie nutzen, wenn ich unsicher bin, und ich werde den Nuscheltrick benutzen und vor allem, ich werde nicht mehr schweigen. Das Schweigen ist der größte Fehler. Alles andere ist nur Übung. Richtig. Schweigen ist Stillstand. Sprechen ist Bewegung. Beweg dich weiter, Hannah. Und an alle da draußen, die auch Angst vor der, die das haben, ihr seid nicht allein. Millionen von Menschen kämpfen jeden Tag mit den deutschen Artikeln. Auch manche Deutsche. Lasst euch nicht entmutigen. Geht raus. Sprecht mit dem Nachbarn. Bestellt das komplizierte Brötchen. Die Welt wartet auf euch. Und wenn euch jemand korrigiert, sagt einfach Danke und macht weiter. Das Leben ist zu kurz für Perfektionismus. Ich gehe jetzt noch einmal zur Bäckerei. Ich will einen Kuchen, den Kuchen oder das Kuchen. Egal, ich will Kuchen. Es heißt der Kuchen, aber er schmeckt auch, wenn du das sagst. Guten Appetit, Hannah. Danke, Thomas, und danke an alle Zuhörer. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss und viel Erfolg.